Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um die 10 besten Honigdüfte, zumindest meiner Meinung nach. Langjährige Zuschauer werden komplett geschockt sein, weil es taucht auch ein Xerjoff auf dieser Liste auf. Aber da kommen wir später zu. Welcher das sein könnte, schreibt es doch jetzt schon mal aus Spaß einfach in die Kommentare. Honig ist eine Note, da wollte ich schon seit ewigen Zeiten ein Video drüber machen. Ich bin bisher aber noch nicht so richtig dazu gekommen, auch weil ich immer nicht weiß, ja, eigentlich bin ich nämlich so ein bisschen ambivalent mit Honig. Mag ich manchmal, finde ich oft ganz schrecklich, aber in diesen 10 Düften finde ich Honig richtig, richtig gut. Und das teilweise, obwohl ich die Marke als solches wirklich nicht unbedingt mag. Starten wir rein mit einem der besondersten und coolsten Honigdüfte, die ich kenne. Und das ist der Slow Dive von Hiram Green. Ich finde, der hat so ein bisschen was von Met, also dieser Honigwein, weil er ist nicht ganz so tropfend Honig, sondern er hat noch so eine gewisse Frische mit dabei. Slow Dive auf jeden Fall einer der besten Düfte von Hiram Green. Sehr besonders, der Honig ist auch wirklich geil umgesetzt. Du hast hier nicht dieses muffige, super animalische, zumindest für meine Nase, sondern einfach, ja, ich glaube, der geht auch tatsächlich im Frühling. Im Sommer würde ich das jetzt lassen. Im Frühling könntest du vielleicht von der einen oder anderen Biene auch für zu Hause gehalten werden. Also da ist bei Honigdüften allgemein vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten. Ich weiß, ihr steht halt aber auf Honig, weil ansonsten würden nicht so viele Leute den Naxos tragen, der übrigens in diesem Video nicht vorkommt. Also so viel sei schon mal gesagt. Hier sind die Kritiker jetzt schon beruhigt. Naxos ist es nicht. Der Hiram Green ist aber auf jeden Fall was Cooles und vielleicht auch der einzige Duft hier in diesem Video, der 100% mit natürlichen Inhaltsstoffen gemacht wurde. Das schreibt sich Hiram Green ja immer groß auf die Fahne. Ob er jetzt natürliche Isolate verwendet oder nicht, weiß ich tatsächlich gar nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Dennoch 100% natural, as claimed. Hier für jemanden, für den es wichtig sein sollte, die Info hast du hier mitbekommen. Schöner Duft, noch nicht in meiner Sammlung, aber wirklich guter Honigduft. Das ist allgemein hier so ein bisschen das Ding. Viele der Düfte habe ich gar nicht in meiner Sammlung, weil ich halt doch nicht so hundertprozentig auf Honig stehe und mich dann da halt für so eine Full Bottle, ja, kann ich mich dann nicht hundertprozentig entscheiden direkt. Ich bin übrigens der Richie. Wir reden hier auf meinem Kanal Riot Sense über Düfte, die nicht unbedingt im Mainstream besprochen werden und die du deswegen nicht schon 375.000 Mal in eine Kamera gehalten gesehen hast. Also hier gibt es so ein bisschen die Geheimtipps. Viele in meiner Community, weiß ich, sind mindestens so tief in der Nische wie ich. Aber vielleicht ist ja auch für dich was dabei, was du noch nicht kanntest. Wenn du Bock auf so Content hast, macht vielleicht ein Abo Sinn. Und ja, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter mit den besonderen Honigdüften. Wahrscheinlich der fotorealistischste, aber auch außergewöhnlichste Honigduft ist von Prin der Burmite Honey. Das ist ein Prin-Duft, 30 Milliliter wie üblich von diesem thailändischen Haus. Prin, cooler Parfümeur. Geile Storys immer hinten dran. Ich glaube, der hat eigentlich was mit Film zu tun und ist jetzt so übergeswitcht in die Sache mit dem Parfüm machen. Das macht er jetzt auch schon seit ein paar Jahren zumindest. Sehr cool. Und der Burmite Honey, für jeden, der Honig liebt, der muss diesen Duft mal gerochen haben. Und für jeden, der Honig hasst, der muss diesen Duft auch mal gerochen haben, weil der so anders. Also hier hast du wirklich das Gefühl, du bist in den asiatischen Tropen und du siehst dabei zu, wie gerade irgendeiner so halsbrecherisch so eine Klippe hochklettert und von diesen Wildbienen, die diese Waben, die Klippen runterbauen, da den Honig erntet. Der riecht wie Honig, aber wie Honig, den du noch nie gerochen hast. Es ist wirklich hervorragend geil und super realistisch gemacht. Du hast hier trotzdem noch sowas, so eine schwüle Wärme der Tropen mit dabei. Du hast diesen super süßen Honig, der aber auch noch eine gewisse Würzigkeit hat. Der ist wirklich komplett crazy und ja, ich finde, das ist so ein Duft, den muss man einfach mal erlebt haben. Habe ich jetzt auch keine Flasche von. Weiß nicht, ob ich den tragen würde. Aber zum Riechen, ich jetzt nicht so der ultimative Honigduft-Fan oder nicht so der ultimative Honig-Fan. Daher vielleicht schwierig, aber alles in einem ziemlich geiler Duft. Ein Duft, den ich jetzt allerdings tatsächlich in der Sammlung habe, ist von BTSO der Le Animal. So, und da denkt man sich jetzt halt erstmal, hä? Tier? Warum ist das ein Honigduft? Ja, weil es richtig animalischer Honig. Und Honig kann das nun mal, der kann schon so ein bisschen drüber sein, dass das schon fast
animalisch, stinkig und bedrohlich wirkt. Und das kann Honig ziemlich gut. Und bei dem hast du aber noch so eine florale Pudrigkeit noch mit dabei. Also er wird ein bisschen abgeschwächt, aber er ist schon relativ süß. Bin jetzt nicht der allergrößte Fan von BTSO. Die meisten Sachen sind mir ein bisschen zu super edgy mit Dirty bla 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 bla, Dirty Milk, Dirty Laundry oder auch einfach zu stark. Die Extras finde ich alle leider eher fürchterlich. Aber der, für jeden, der es so ein bisschen dreckiger, ein bisschen animalischer mag, aber dennoch auf eine halbwegs crowd-pleasige Art und Weise oder vielleicht so diesen Übergang ins Animalische versucht zu finden, da kann ich den La Animal tatsächlich sehr gut und sehr gerne weiterempfehlen. Man muss halt aber auch wirklich auf Honig stehen. Also der Honig hat hier eine sehr, sehr präsente Geschichte drin. Aber wir sind ja jetzt ja auch im Honigduft-Video und warum guckst du überhaupt bis hierhin, wenn du Honig richtig scheiße findest? Aber wenn du bis hierhin guckst und Honig richtig scheiße findest, solltest du mir mal ein Like geben, finde ich. Waldhonig mag ich persönlich am liebsten zum Essen und perfekt eingefangen ist er von Wolf Brothers Bär. Also richtig schön stereotypisch der Bär mit der Honigwabe. Du hast hier wirklich so einen dunklen Nadelwald mit jede Menge goldenem Honig. Ist nicht hundertprozentig animalisch. Das Waldthema ist auch mindestens mal genauso im Vordergrund wie der Honig. Also das ist eine schöne Balance zwischen den beiden Parts in diesem Duft. Toll umgesetzt. Wolf Brothers ist ja so ein bisschen die polnische Antwort auf Zoologist. Hier werden auch Lebensräume von Tieren versucht, olfaktorisch darzustellen. Das ist mit Bär auch ziemlich gut gelungen. Also du hast hier wirklich die Vorstellung von so einem dunklen, am besten noch skandinavischen Nadelwald, wo irgendwo so ein Braunbär durchstreift. Richtig, richtig geil. Und du stehst halt gerade direkt neben einem riesengroßen Bienennest. Irgendwie geil. Da wir gerade vom polnischen Zoologist gesprochen haben, sprechen wir doch mal vom richtigen Zoologist. Wir machen jetzt hier aber einen kleinen Twist. Und zwar reden wir nicht vom Bee, den natürlich jeder als den ultimativen krassen Honigduft und bla 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 kennt. Ja, das ist auch ein guter Honigduft, aber ein Honigduft, der als Honigduft gar nicht so gewertschätzt wird, ist der Moth. Der hat auch jede Menge Honig mit drin, hat aber halt einfach noch mehr Facetten und finde ich persönlich daher besser als den Bee. Moth hat so ein bisschen was von einem sonnenbeschienenen Dachboden. Er ist ein bisschen staubig, er ist ein bisschen verlassenes Haus, aber trotzdem durch den Honig wärmend, einladend und beruhigend. Es hat so ein bisschen was von der sonnenbeschienene Dachboden bei deinen Großeltern in deiner Kindheit. Hat irgendwas Wohliges, aber auch halt dieses Staubige, was viele Leute auch so ein bisschen als Gothic und otherworldly und verlassenes Schloss oder sowas interpretieren können. Definitiv kannst du machen. Ich finde den sehr, sehr schön und der Honig ist hier sehr spannend umgesetzt und eingesetzt und daher mein Honigpick von der Marke Zoologist tatsächlich. Wir gehen jetzt mal gerade kurz komplett ins Mainstreamige und jetzt auch gar nicht passend für die Jahreszeit Winter wieder, aber Il Capriccio di Maestro von Nobile 1942 ist ein richtig guter Honigduft. Ja, der spielt auch in dieser Angel Share, Ojan, Zaya, wie sie alle heißen, Kategorie. Ist aber mit dem Honig noch mal ein bisschen anders, hat eine coolere Würze. Mir selber war er dann doch zu viel und zu süß, deswegen ist er bei mir wieder ausgezogen. Trotz allem ist es ein richtig, richtig guter Duft und für mich einfach noch die beste Parfümempfehlung, wenn es um so einen süßen weihnachtlichen Honigduft geht. Also er hat schon so ein bisschen was von Honigkuchen, sehr weihnachtlich. Wenn man auf Gourmands und dieses süße, zimtige, Zimt mag ich ja, wenn man darauf steht und den noch nicht kennt, unbedingt mal testen. Ich finde den deutlich cooler als einen Angel Share oder einen Ojan. Aber ja, kannst mir gerne sagen, dass ich da falsch liege. Würde deine Meinung da aber wirklich mal interessieren. Weil den kennen jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein paar Leute. Ein Duft, der letztes Jahr im Januar rauskam, ist der God of Our Fathers von Nibiru. Und der vereint in sich eigentlich viele Facetten, die mir in Düften nicht so gefallen. Du hast hier Kaffee drin, du hast Schokolade drin, du hast eben diesen Honig drin und es hat aber jede Menge Oud noch mit dabei und ist so ein richtig würzig ambriertes, süßes, brachiales Oud-Teil mit auch jede Menge Weihrauch und sehr geil, sehr besonders. Also Oud mit Honig, Nibiru God of Our Fathers, ja, ist discontinued,
Ja, gab nur 30 Flaschen. Ist schwierig dran zu kommen. Ich verstehe, muss dennoch sagen, wie toll der Honig in diesem Duft umgesetzt ist, dass er eben nicht nervig ist, dass er eben nicht klebrig ist. Als absoluter Honighasser bist du hier natürlich trotzdem raus. Also der Jona nimmt da eher Reißaus bei diesem Duft, macht ja aber nichts. Also wenn du die Chance hast, diesen Duft mal zu riechen, vielleicht kommt irgendwann auch noch mal ein God of Our Fathers 2, habe ich irgendwo mal ein Vögelchen verlautbaren lassen. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, wird die Zeit vielleicht zeigen. Aber Honig mit Oud ist der halt schon wirklich einfach mit Top-Tier. Wir bleiben jetzt ja aber ein bisschen udig und gehen auch noch zu einer Marke, die es auch vielerorts gibt, die du auch also in deinem stationären Handel mal testen kannst, und das ist Electimus. Es gab früher mal einen richtigen Hype um Gladiator Oud und der hat irgendwie aufgehört. Also über den Duft redet irgendwie niemand mehr und das ist für mich der beste Electimus, der jemals rausgebracht wurde. Du hast hier Heu, Honig und Oud in einer sehr geilen Kombination. Es ist sehr trocken. Du hast Gefühl, du stehst in so einer Gladiatoren-Arena, Lyceum, auf dem Boden. Es wurde gerade frisch eingestreut. Irgendwie hast du halt noch diesen süßlichen Honig vom Honigwein, der dir als Gladiator kurz vorher noch gereicht wurde. Sehr, sehr toller Duft. Eher in der maskulinen Ecke, definitiv. Toll, ziemlich teuer, aber ja, einfach was sehr Besonderes. Das Heu in dem ganzen Duft macht ihn hebt ihn nochmal auf so eine andere Ebene. Das ist nicht nur so ein flacher, trockener Oud-Duft mit ein bisschen Honigsüße ist. Ja, richtig geil. Unbedingt testen. Den gibt es auch wirklich vermehrt im Einzelhandel zu finden. Und wirklich richtig, richtig guter Electimus-Duft. Ein Duft, den du jetzt hier nicht irgendwo im Laden bekommen wirst, ist der Homme Parfums Babylon. Babylon ist leider super limitiert, immer schnell ausverkauft, aber ist einer der besten Düfte, den Aishi jemals gemacht hat. Und das, obwohl ich wirklicher Gourmand-Gegner bin. Aber das Teil ist so auf die 12, das ist holzig mit Oud, mit verschiedensten Gewürzen, hast hier auch diesen Honig drin. Du hast ein bisschen das Gefühl von so einem überladenen Honigkuchen zu Weihnachten, wo nebendran ein bisschen Oud geräuchert wird. Das ist überhaupt nicht animalisch, super komplex, sehr dicht und sehr besonders der Duft. Also ja, wenn es da mal wieder einen Restock gibt, kann ich den nur empfehlen. Absoluter Geheimtipp. Homme Parfum kennt leider hier in Deutschland keine Sau. Was kein Wunder ist, weil man die immer aus Taiwan bestellen muss. Aber dennoch, also die hat es schon richtig drauf mit ihren Düften. Und der Babylon ist einer ihrer absoluten Glanzstücke. Flakon, grenzwertig, zumindest von der Optik her. Also es ist auch ein bisschen Bastelstunde. Bei anderen Brands lache ich da sehr drüber. Vielleicht mache ich da einfach mit zweierlei Maßstab, weil ich Aishi als solches, als Person so unwahrscheinlich schätze und mag. Aber ja, einfach ein geiler Duft, wo mir der Flakon nicht hundertprozentig gefällt, aber der Juice macht alles wett. Und jetzt kommen wir zum genannten Xerjoff-Duft. Und welcher Honigduft könnte es wohl sein? Es ist nicht der Naxos, es ist nicht der Mamluk, der Ceylon. Der Ceylon hat mich richtig begeistert. Dieses Tee-Thema mit Oud und Honig finde ich einfach unwahrscheinlich stark und unwahrscheinlich schön umgesetzt in dem. Der ist teuer, den gibt es nicht überall, weil die Oud-Stars leider nicht überall so gut ankamen, abgesehen vom Alexandria. Dementsprechend, wenn du die Chance hast, den Ceylon mal zu testen, ist es wirklich einer der 2 Xerjoff-Düfte, die ich voller Liebe und voller Überzeugung weiterempfehlen kann. Habe ich selber natürlich auch nicht in der Sammlung, weil ich irgendwie ja auch nicht unbedingt einen Xerjoff in der Sammlung haben möchte. Aber wenn mir die Pistole auf die Brust gesetzt werden würde und man würde mir sagen, du musst dir einen Xerjoff-Duft kaufen, um weiterleben zu dürfen, dann wäre es ganz klar der Ceylon als allererstes. Weil dieses Zusammenspiel aus diesem doch schon prägnanten Oud, also ist der animalischste Oud-Duft in diesem Ranking, mit diesem Honig und dem Tee, einfach unwahrscheinlich geiler Duft. Crazy teuer, vielleicht wird der früher oder später auch noch eingestellt, weil ich glaube, der läuft tatsächlich nicht so gut. Aber ja, das ist absolute Peak Xerjoff Parfümkunst. Muss ich neidlos anerkennen. Wirklich genialer Duft. Und ja, ich glaube, dann sind wir hiermit auch schon durch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben, gerne hypen, gerne Kommentar. Was hast du gedacht, was für einen Xerjoff-Duft ich vorstelle? Und wie sehr bist du enttäuscht, dass ich einen Xerjoff-Duft vorgestellt habe? Schreib mir das gerne runter in die Kommentare und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.